Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben doch eine ganz andere Aufgabe vor uns. Schöne neue Welt machen wir auch noch oder haben wir schon gemacht. Wir haben die Produktivitätskönigin doch noch an der Backe. Du hast erfahren, dass Helen die Seminare der Prophetin des Profits schlecht geredet hat, was ihrem Ruf geschadet und sie wertvolle Bets gekostet hat. Jetzt musst du herausfinden, ob das die Prophetin motiviert haben könnte, Helen zu töten. Spüre die Prophetin des Profits auf. Immer noch, du musst die Prophetin des Profits finden und sie zu ihrer möglichen Verwicklung in den Mord an Halcyon Helen befragen. Die Prophetin veranstaltet ihre Seminare in ihrem Produktivitätsretreat tief im Naturverwertungsreservat. Ja, das habe ich doch gesagt schon, bestimmt 10-mal oder so ähnlich. Oh, das ist ja wirklich mittendrin. Wir gehen aber den kürzesten Weg hier querfeldein. Kein Gärtner, Roboter in Sicht, der uns vom Rasen verscheuchen könnte. Und los geht's. 300 Meter, da sprinten wir doch hin. Gar kein Problem. Vorsicht. Oh, wir waren sogar schon da. Ist die Frage, links oder rechts? Ich bin für links. Und die haben aber auch Steine hier. Ah, das Ding macht richtig Geräusche. Ein Bunker. If this is a cult, who am I kidding? It's a cult. Hold your judgment until you meet them. Some of my best friends were from Graham's camp. By imagining wealth, I can evoke The prophet prosperity says out of the to universe. purge the mind of truth, that her truth is the only truth. Facts serve no purpose in the pursuit of profit. Ja, immer schön im Kreis laufen. It's not good enough to be better than Werkbank, wo? Wo ist denn die Werkbank hier? Da ist der Verkaufsautomat. Ah. Gut. Reparieren. Was können wir denn alles? Was müssen wir denn alles reparieren? Diese Waffe. Finns Wucht. Die ist ziemlich hinüber. Sonst noch irgendwas? Die anderen Sachen gehen eigentlich alle noch. Ja, Agonie können wir auch mal verbessern. Gehört die uns überhaupt? Benutzen wir die eigentlich? Tüfteln 73. Kostet das nur Bits? Hat das nicht auch irgendwelche Teile gekostet, wenn wir die Sachen verbessern wollten? Wir sollten die schon verbessern, glaube ich mal. Ah, okay, jetzt möchtest du an Agonie tüfteln. Das wird 73 Bits kosten. Schaden 205,4 plus 9,3.
Irgendwie ist das aber auch jetzt... warum machen wir nicht irgendwie so eine Waffe hier fit? Hier, diese hier zum Beispiel, die Tapferkeitsmedaille, die richtet jetzt schon 1070 an. Nee. Ja doch. Warum steht denn da dann... Moment, wir suchen uns mal eine andere... Hier. 1148, die taktische Schrotflinte 3. Schaden, warum steht denn da Schaden 115? Ach so. Schaden pro Sekunde. Aber dann können wir 10 Mal pro Sekunde abfeuern, das Ding. Und das ist schon ziemlich teuer. Na, da sind wir gleich pleite, wenn wir nicht aufpassen. Nee, wir sind ganz gut hingekommen. Wir sind ja auch eher friedlich. The Prophet of Profitability has changed my life. Her seminars are worth every bit. Hello, welcome to the Prophet of Profitability's Private Prosperity Retreat. Stay positive, and soon all your humors will be balanced. Least, that's what I keep telling myself. Anyway, I'm Aaliyah Mason. I work as the Prophet's right-hand woman. What can I do for you? Was kannst du mir denn über das Retreat erzählen? If you felt imbalanced and unproductive, linger in your malaise no longer. We have all the amenities and practices for calming the ill humors strangling your potential. Sit for hours in our sweat house and sweat them out, or stand amidst burning coals and feel your productive inhibitions burn away. And remember, think positive. Positivity equals productivity equals profitability. Hört sich vernünftig an. Kennst du die Prophetin gut? Of course. I've been studying under her for years. I know each of her techniques more or less by heart, and even have some variations of my own, such as the quintuple daily stomach purges. She's promised me that I'd be allowed to open my own branch of the retreat someday soon. Of course, I've been waiting on someday soon for coming up on 4 years now. I'm sure it's gonna happen anytime now. Also für eine so positive Jüngerin klingst aber nicht gerade sehr begeistert. Oh, terribly sorry if I gave you that impression. I had a cramp. It's better now. I mean, it might be nice if I had a little inclination of whether the Prophet appreciated all the cooking and cleaning and hours of meditation I do on a daily basis. But whatever she thinks isn't for me to question. I'll do my best to be more chipper. Also ich wurde angeheuert, um den Mord an Halcyon Helen zu untersuchen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Oh my. Yes, this is important enough for me to delay my bi-hourly self-flagellation. Ask away. Die sind alle so hilfsbereit. Naja, was sollen sie auch sagen? Nein, hau ab. Die Prophetin hatte irgendeine Art von Zerwürfnis mit Halcyon Helen. Ist das richtig? Yes, the circumstances there are quite unfortunate. For a time, the Prophet was completely despondent. Even the hot coal walks weren't buoying her spirits as they usually do. However, we recently had a high-profile visitor whose presence seemed to alleviate whatever the Prophet's fears were. Und wer war das? I'm actually not entirely certain. It was a surreptitious visit that stood out because it was surreptitious. Whoever it was must have paid the Prophet quite a lot to keep things quiet. At least that's the only reason I can think of for intentionally keeping things so hush-hush.
Hast du in letzter Zeit irgendetwas Merkwürdiges am Retreat bemerkt? Well, by and large, no. But something rather odd did happen regarding the Prophet recently. A few hours after our high-profile visitor arrived a couple of days ago, the Prophet asked me to take over sessions for the remainder of the day. At first, I was excited. Thought it was my chance to show her what I could do in charge. But then I saw that she was deeply worried about something. No one saw her until the next day. Wo warst denn du zum Zeitpunkt des Mordes? I was here at the retreat in the company of the other disciples and clients. I rarely have more than a few minutes of alone time. Which is fine, of course. I do what I do in the service of the Prophet, who will, I'm sure, reward me for my sacrifice. Eventually. Naja, dann, das war's dann erstmal. Certainly. Auf Wiedersehen. Actually, before you go, I want to report something suspicious. I noticed the Prophet's dragging something, a bundle, away from the retreat after that high-profile guest arrived. Normally, I'm the one who does her laundry, so it was strange. Especially because whatever she was dragging seemed oddly human-shaped. Ah, okay. Ja, das war doch eine interessante Information. Vielleicht nicht ganz unwichtig. Aber bist du denn sicher, dass es ein Mensch war? Hättest du diese Information nicht ein bisschen früher mit den Behörden teilen können? Bist du sicher, dass es ein Mensch war? I think so. Had the right size and shape. Und das hättest du nicht eher sagen können? I could have, but I generally don't have the time or energy to leave the reserve to contact anyone. Plus, there's always the possibility that I'm mistaken. The Prophet hasn't been herself lately, but if I misinterpreted the situation and reported her improperly, I'd ruin my chances for opening my own wing of the retreat. Ich werde dem nachgehen. Darf ich einmal nackt rüberlaufen? Das ist nur für Mitglieder. Schade. Das sind diese glühenden Kohlen, oder? Über die man laufen kann. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis suggests this to be a variety of herbs. Herbs have been uniformly treated with a pungent chemical mix. Warning: ingesting, smoking, or inserting non-corporation sanctioned substances into your ears may be harmful to your health. Ja, okay. Schade, dann stecke ich mir das mal nicht ins Ohr. Okay, also wenn man die anzündet, bekommt man ziemlich giftigen Rauch. Side effects from extended exposure include dizziness, nausea, and unconsciousness. Additional likelihood of organ shutdown and/or death. Wow, wofür braucht man das denn hier? Diskrepanzverstärker, wie würden diese Kräuter am wahrscheinlichsten verwendet? Prior analysis suggests these herbs reach peak effectiveness when users burn them and inhale the resulting smoke. Whether or not this increased effectiveness is good for an afflicted individual has yet to be determined. Und kannst du die Chemikalie, mit der diese Kräuter behandelt wurden, analysieren? Analyzing. Complete. Substance appears to be a mix of industrial solvents and various essential oils. Substances include woolly cow dander remover, sprat oil, and starship surface wax. Lass mich auch mal probieren.
Zwar sind die getrockneten Kräuter ein wenig zäh, doch der Geschmack ist weniger bitter, als du es erwartet hättest. Holzig wie Trippy mit einem rauchigen Nachgeschmack. Tatsächlich schmecken sie besser als der übliche Saltuna aus der Dose. Das trifft aber auch auf die meisten Arten von Stiefeln zu. Hypothesizing potential side effects from herb consumption. Most likely outcome, decapitation. Slight possibility of calculation error. Was? Und du sagst mir jetzt jetzt? Wahrscheinlichste Nebenwirkung, Enthauptung unter Vorbehalt etwaiger Berechnungsfehler. Oh mein Gott, na gut. Vermerken wir das und weiter im Text. Ich werde ja wohl den Kopf nicht verlieren, oder? Da bist du ja endlich. Ich hätte mir dich ganz anders vorgestellt, obwohl halt, Moment mal, ja doch. Wir haben dich schon mal irgendwo gesehen, oder? Fruitful and productive welcome, sister. I had a feeling you would visit me. I offer a wide variety of productivity seminars. I hope you'll consider taking one. But I should remember my manners. To what do I owe the pleasure of the Special Inspector's arrival? Woher wusstest du, dass ich eine Inspektorin bin? My disciples come to and from the Grand Colonial, bringing supplies and information. Knowing what happens at the hotel affects my livelihood, after all. With that said, I'd love to involve you in one of my productivity seminars. We should clear you of all those nasty, nasty humors hampering your potential. Hat Halcyon Helen nicht gesagt, du wärst eine Schwindlerin? Absolutely not. Any statements by Ms. Helen about us were blown out of proportion and altered by the media. In fact, she quite recently... excuse me. I seem to be remembering something that never happened. Whatever the case, I'm sure her speech about us was all a misunderstanding. Aha. Weißt du, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein Potenzial in letzter Zeit ein wenig erstickt ist. Was hast denn du im Angebot? We offer a wide variety of seminars for all your corporate needs. Employees not working hard enough? Employees dying too often? It's most likely your managerial humors. And of course, seminars for balancing the energies of your business offices. Interior decorating is much more important for success than many would believe. If any of this sounds at all interesting to you, might I interest you in the first 82 words of our most popular seminar's introduction? Free of charge. Gratis? Naja, ich weiß nicht. Kannst du nicht noch ein bisschen besseres Angebot machen? Vielleicht ein bisschen was oben drauflegen noch, wenn ich da mitmache? Ja, okay, dann lass mal hören. Ich kann's mir anhören. Byzantines live lives fraught with competition, and that competition can be immensely stressful. You must, first of all, find a way to balance your thinking. Think not of bits lost, but of those you have yet to gain. After all, peace leads to productivity, and productivity leads to profit. Though thought alone won't balance you. We have a strict regimen to promote humor clearing. Session attendees stand on burning coals, sit for hours in our productivity smokehouse, and of course, fast throughout. Um also produktiv zu sein, muss ich leiden? Das klingt wirklich spaßig und überhaupt nicht schrecklich.
Also, da muss ich erst leiden, um produktiv zu sein. Precisely. The barriers within yourself will break down as your skin sweats and blisters, giving the evil humors the proper space to escape. It's my patented method. Da sind ja ein paar interessante Kräuter, die du hier hast. I'm pleased that you noticed. Excellent eye, sister. The compound they're treated with is my own invention, designed to unlock an individual's true productive potential when burned. I can't say any more. Trade secrets, you know. Naja, irgendwie scheinen die giftig zu sein. Sogar giftig genug, dass sie unter Umständen tödlich sein könnten. None of my clients have ever complained, so I'm sure they're perfectly safe. Is there anything else? Die haben sich nicht beschwert, wie denn auch, wenn sie tot sind. Jemand hat mir berichtet, du hättest ein menschenförmiges Bündel aus deiner Jurte geschleift. Who said that? I'll be sure to give them a special seminar on not needlessly implicating the person who puts food on their table. It was a bundle of clothing, sister. Even productivity geniuses need to do laundry from time to time. Wir können sie überzeugen mit 65. Na, je schneller ich an die Wahrheit gelange, desto schneller kann ich dich wieder in Frieden lassen. Yes. I suppose the more quickly we get off this subject, the better. I had a visitor, yes, but as it turned out, some of my productivity techniques were too much for them. I had to drag them out by hand. But their peers came and collected them shortly thereafter. I'm sure whichever attendee it was is perfectly safe now. Da möchte ich aber noch ein paar Fragen dann zur Halcyon Helen stellen. Oh? I'm surprised. I wouldn't think the two of us would have much to discuss about her. We may have had some terse interactions before her death, which I most certainly regret. But beyond those, well, never mind. What would you care to know? Wie ich gehört habe, wart ihr beiden nicht gut aufeinander zu sprechen. Hattest du Kontakt zu Helen, nachdem du das Grand Colonial verlassen hast? I did not. She had no interest in my seminars, and I had no interest in attempting to convert a stubborn actress. Why would I have had any cause to engage with her further? Und wo warst du zum Zeitpunkt ihrer Ermordung? Why, I've been at the Wilderness Exploitation Reserve for quite some time now, as my disciples can attest. In fact, I haven't visited the Colonials since I arrived several weeks ago. Bad energies, you understand. Aber wie ich gehört habe, waren Helen und du nicht gut aufeinander zu sprechen. I wouldn't necessarily say that. The media tends to exaggerate. I will admit that her remarks about my seminars were rather unfortunate. However, I certainly wouldn't sharpen any sabers over it, if that's what you mean to imply. I only do that when my clients skimp on their bills. Ja, lass uns über was anderes reden. I hope you now realize that I had nothing to do with Helen's demise. Das wäre erstmal alles. Also, in der nächsten Folge werden wir diese Leiche finden. Moment, ist es eine Wanne, eine Badewanne? Schläfst du hier? Cool.
Ich reinige mich. Ich werde gereinigt. Oh, cool. Ziemlich schmerzvollhaft, oder? Die Dissidentenkönigin, Kapitel 1, kennen wir doch schon. Eine Leiche dürfen wir also in der nächsten Folge finden. Na, wir gucken aber noch mal rein, was genau wir in der nächsten Folge machen dürfen. Gut, Suche nach der Leiche. Die Prophetin wurde dabei beobachtet, wie sie etwas, das womöglich ein Mensch gewesen sein könnte, aus dem Retreat geschleift hat. Durchsuche die Wildnis außerhalb des Retreats nach Hinweisen. Und prüfe das Alibi der Prophetin. Durchsuche das Retreat nach Beweismitteln, die das Alibi der Prophetin belegen oder widerlegen. Sie behauptet, Helen nur einmal während ihrer Auseinandersetzung im Grand Colonial begegnet zu sein. Sie sagt, sie habe das Naturverwertungsreservat seit ihrer Ankunft dort nicht mehr verlassen. Die Prophetin wurde dabei beobachtet, wie sie etwas, das womöglich ein Mensch gewesen sein könnte, aus dem Retreat geschleift hat. Du hast im Zelt der Prophetin Kräuter entdeckt, die bei der Verbrennung ungünstige Nebenwirkungen verursachen können. Ja. Na, da bin ich aber gespannt, ob wir irgendetwas finden in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.